Hey meine lieben ARK-Freunde, wie ihr ja wisst, versuche ich die Videos immer wieder mal zu optimieren und zu verändern. In diesem Fall habe ich mir gedacht, mal wieder meine Stimme mit reinzunehmen. Aber keine Sorge meine Lieben, der cinematische Teil bleibt natürlich. Also, ich habe mir die ganze Sache wie folgt überlegt. Zunächst werde ich euch, wie gewohnt, die Bass im Cinematic-Style zeigen, also die Bass nice abgefilmt mit Musik und so. Und im Anschluss zeige ich euch die Bass etwas detaillierter, wo ich auf Funktionen, auf den Bau und allgemein auf Behind-the-Scenes-Geschichte eingehen werde. Jedoch werde ich die ganze Sache auf Deutsch aufnehmen und mein Bestmögliches geben, per englischem Untertitel alle die mitzunehmen, die kein Deutsch sprechen. Da schon mal ein kleines Sorry. In diesem Sinne, lasst uns nicht länger schnacken. Eine Sache noch. Wenn ihr mich in irgendeiner Form unterstützen wollt, gebt dem Video einen Like, abonniert den Kanal und lasst mich gerne in der Kommentarsektion wissen, wie dieses Video bei euch ankommt. Viel Spaß beim Zuschauen. Nun aber, Film ab. Bis gleich. Okay, meine lieben Freunde, das war der cinematische Teil. Ich hoffe, dass er euch gefallen hat. Nun lasst mich aber mein Versprechen einhalten. Ich habe euch ja versprochen, etwas auf die Details einzugehen. Wie die meisten von euch unschwer erkennen konnten, befinden wir uns hier auf Extinction. Genauer gesagt, im Memorial Park. Ich glaube, das heißt Memorial Park, ja. Auf jeden Fall ist es dieses Kolosseum. Und ich habe es mir vor ein paar Tagen einfach mal zur Aufgabe gemacht, diese Ruine zu renovieren, wenn man das so sagen kann. Ich habe diesen Plan schon eine ganze Weile in meinem Kopf herumschwirren. Eigentlich schon seitdem ich ARK spiele gefühlt. Und das sind schon ein paar Jahre.
Ich habe mich dahingehend einfach nie durchdringen können, weil es immer irgendwelche anderen Baustellen gab und weil ich die Bautechniken noch nicht so drauf hatte. Aber wie gesagt, nach diesen paar Jahren habe ich mir diese Bautechniken angeeignet und dementsprechend ging es dann doch super von der Hand. Ich werde euch gleich ein bisschen zeigen, was ich hier für Techniken angewandt habe. Ich habe euch ja anhand eines Tutorials, by the way, könnt ihr auf meinem Kanal gerne mal nachschauen, wenn ihr mehr von meiner Bautechnik sehen wollt, gezeigt, wie ich mit angeschrägten Wänden Dächer baue. Diese Technik habe ich hier ebenfalls angewendet. Außerdem ist sie der größte Bestandteil der Baukonstruktion und ist unabdingbar. Ebenfalls will ich noch hinzufügen, dass alle Strukturen aus der S+ Mod sind und der Fundamenten-Support in der Game User Settings INI ausgestellt ist. Wie dem auch sei, ich zeige euch, wie ich den Bau überhaupt gestartet habe. Zunächst habe ich an diesem Betonkreis der Ruine Maß genommen und freihändig ein Fundament auf diesem gesetzt. Dabei habe ich darauf geachtet, dass die Außenkante des Fundaments bündig mit der Außenkante des Betonkreises abschließt. Nachdem das Fundament so perfekt als möglich ausgerichtet war, war von nun an das Raster und die Ausrichtung des Gebäudes festgelegt. Nun habe ich eine Linie mit Decken gezogen, um zu überprüfen, ob es auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls einen bündigen Abschluss ergibt. Das sah dann tatsächlich besser aus, als ich erwartet hatte. Ich habe die Anzahl der Decken nachgezählt und mich versichert, dass es eine gerade Anzahl ist. Anschließend von der Mitte ausgehend eine weitere Linie im 90-Grad-Winkel zur bestehenden Linie platziert, um somit am Ende ein Kreuz in der Mitte des Gebäudes zu haben. Danach habe ich mich versichert, dass die Enden der zuletzt gezogenen Linie einen halbwegs akzeptablen Abschluss mit dem Betonring machte. Nachdem ich den Mittelpunkt zu einem tatsächlichen Kreis umgewandelt hatte, habe ich diesen bis zur Außenkante des Betonrings erweitert. Ab hier habe ich an jedem einzelnen Linienende eine Vorrichtung angebracht, die mir beim Schrägstellen der Fundamente behilflich sein sollte, welche dann am Ende das Dachstuhl bilden wird. Dadurch, dass die Fundamente den Dachstuhl gebildet haben, gab es auch dementsprechend perfekte Snap-Points, um das Dachkleid zu formen. Nach der Fertigstellung des Dachstuhls habe ich mich von Sparren zu Sparren gearbeitet und die Zwischenräume mit verschiedenen Wänden ausgekleidet, um am Ende ein schönes, dynamisches und nicht allzu klobiges Erscheinungsbild des Dachs zu haben. Die Fassade habe ich ebenfalls an den Sparren ausgerichtet, nur halt in einem anderen Winkel. Hier kam ebenfalls wieder die Schrägstellungstechnik zu tragen. Und so hat das Gebäude allmählich seine Gestalt angenommen. Eine Sache ist mir währenddem zum ersten Mal aufgefallen. Durch das Benutzen von überwiegend S+ XL Wänden habe ich das Gefühl gehabt, dass ich 10 bis 15 FPS mehr einsparen konnte, als wenn ich einzelne Wände genommen hätte. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Denn in der Regel hätte ich in einer Base dieser Größe maximal 20 FPS gehabt. Aber das kennen die meisten sicherlich schon. Wem erzähle ich hier was? Ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Naja, wie auch immer. Lasst uns zu dem wesentlichen Teil kommen. Das Innenleben. Erst einmal, sieht das nicht mega fett aus? Diese Tubes machen so eine nice Optik. Man könnte fast denken, es wäre nicht mehr arg oder so. Okay, ich fange mal ganz von vorne an, damit wir auch diesen Kreislauf oder die Verkettung an Prozessen nachvollziehen können. Alle 4 äußeren Tubes besitzen 3 Etagen für jeweils einen Gacha. Auch hier sind die Tubes exakt auf die Mitte ausgerichtet und bilden von Tube zu Tube einen mindestens 12 Fundamenten breiten Abstand. Dieser ist wichtig für die Gacha, denn sie bevorzugen eher die Einsamkeit, um produktiv zu sein. Zumindest meiden sie den Kontakt zu gleichgeschlechtigen Artgenossen. Auch innerhalb der Tube stehen die Gacha in einem Abstand von 12 Wänden hoch zueinander. Alle Gacha sind an diesem, ich sag mal S+ Gacha Futtertrog angeschlossen. Dieser Futtertrog bietet den Vorteil, dass man alles in ihn hineinlegen kann. Von Fleisch bis Baustrukturen, wirklich alles. In der Mitte das Herzstück der Base, die Versorgungs- und Sammelstelle. Hier wird das Lieblingsfutter der Gacha gewonnen, Spezies Y-Samen. Auf ganze 4 Etagen werden die aus Tech bestehenden Beete mit Wasser, Samen und Dünger versorgt. Um das Ernten der Pflanzen kümmert sich dieser S+ Item Collector, den man in dessen Optionen festlegen kann, was er einsammeln soll. In unserem Fall Pflanzen. Der Dünger wird von diesem Schwarm Snow Owls produziert. Diese spucken sogenannte Owl-Gewürge aus, welches sich bestens als Dünger eignet. Um das Düngen kümmern wir uns. Nun besteht die Aufgabe darin, die Gacha mit den gewonnenen Pflanzen händisch zu füttern. Ich nehme mir meistens einen Ravager zur Hand, weil er doch eine ganze Menge mehr tragen kann als wir.
stelle mich auf diesen S+ Elevator, der uns nach oben beamt. Nehme mir mindestens 12 Stacks Samen raus, weil es 12 Gachas an der Zahl sind, lege diese ins Inventar des Ravagers und mache mich auf den Weg zur Fütterung. Während der Fütterung gehe ich an jeden Futtertrog und befülle diese mit den Pflanzen. Und jetzt beginnt die Magic. Durch das Verzehren der Pflanzen oder allgemein jeglicher Strukturen produziert der Gacha eine Ressource, die man von vornherein in seinen Optionen einstellt oder festlegt. In unserem Fall ist es Element und schwarze Perlen. Diese wird in Form eines Kristalls, der auf seinem Rücken wächst, abgeworfen. Und dreimal dürft ihr raten, wer die Kristalle einsammelt. Klar, die Kollektoren, 2 Stück an der Zahl. Wer auch sonst. Wenn nun beide voll sind, entnehmen wir per Take-All den Kollektoren die Kristalle und werfen sie in den S+ Crystal Cracker, wo die Kristalle insta geöffnet werden. Und das, meine Lieben, ist der spaßigste Teil an der ganzen Sache. Denn A, bekommen wir erstmal die Ressourcen, die wir eingestellt haben natürlich, und B, schenkt der Gacha uns random eine Menge verbesserte Waffen, Werkzeuge und Rüstungen. Ja, selbst Baustrukturen. Mit einem Faustschlag auf diesem Gerät, ein S+ Dedicated Pfosten, nenne ich es jetzt einfach mal, transferieren wir unsere Ressourcen in die dafür vorgesehene S+ Dedicated Storages. Den Rest räumen wir in Schränke ein oder grinden es. Und das ist auch schon der ganze Zauber, meine lieben Freunde. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag, lasst euch nicht von der Hitze unterkriegen, stay hydrated und gebt mir ein Feedback in Form eines Likes, Abos und einen Kommentar. Ich hab euch lieb.